Sie denken darüber nach, Ihre Fähigkeiten nach Deutschland zu bringen? Das ist eine tolle Wahl. Nun weiß ich, dass sich der Visumprozess wie ein totales Labyrinth anfühlen kann, oder? Aber das muss wirklich nicht sein. In diesem Erklärer werden wir die gesamte Reise entmystifizieren und Ihnen einen superklaren Schritt-für-Schritt-Plan geben, speziell für erfahrene Profis wie Sie gemacht. Und hier ist das Beste daran. Deutschland ist aktiv auf der Suche nach internationalen Talenten. Das macht das offizielle Portal Make It in Germany deutlich. Es geht also nicht darum, eine unmögliche Mauer zu erklimmen. Es geht eigentlich nur darum, einem klar definierten Weg zu folgen. Lassen Sie uns genau aufschlüsseln, wie dieser Pfad aussieht. Wir werden die gesamte Reise von Anfang bis Ende abdecken. Zunächst klären wir, wie wir das richtige Visum für Sie finden. Anschließend führen wir den eigentlichen Bewerbungsprozess durch. Anschließend geben wir Ihnen einen realistischen Leitfaden zur deutschen Bürokratie. Es ist eine Sache. Wir werden auch untersuchen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhält. Und wir schließen alles mit einer einfachen Checkliste ab, um sicherzustellen, dass Sie erfolgreich sind. Okay, das Wichtigste zuerst. Sie müssen den richtigen Weg wählen. In Deutschland gibt es verschiedene Visa-Optionen und wählen Sie diejenige aus, die tatsächlich zu Ihrem Profil passt. Nun, das ist der wichtigste erste Schritt, den Sie unternehmen werden. Die drei Hauptwege für Fachkräfte sind die Blaue Karte EU, das Fachkräftevisum und die neuere Opportunity-Karte. Nun, sie alle haben ihren Nutzen. Aber dafür, wir konzentrieren uns auf die beliebtesten und ehrlich gesagt leistungsfähigste Option für hochqualifizierte Fachkräfte, die Blaue Karte EU. Was genau ist diese Blaue Karte EU? Nun, man kann es sich wie eine besondere Aufenthaltserlaubnis vorstellen. Für Nicht-EU-Bürger, die über einen Hochschulabschluss verfügen oder ernsthafte IT-Erfahrung. Es soll es Top-Talenten viel, viel einfacher machen, in Deutschland und sogar in der gesamten EU zu leben und zu arbeiten. Die Blue Card ist in letzter Zeit unglaublich flexibel geworden. Bietet zwei Hauptmöglichkeiten, sich zu qualifizieren. Der klassische Weg führt über einen anerkannten Hochschulabschluss plus einen Arbeitsvertrag. Ganz einfach. Aber, und das ist riesig, es gibt auch noch etwas, eine fantastische Option für IT-Spezialisten. Wenn Sie über mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung verfügen, Sie können sich auch ohne Abschluss qualifizieren. Dies öffnet die Türen für einen riesigen Pool an technischen Talenten weit auf. Natürlich gibt es eine Gehaltsvoraussetzung. Dies ist ein wichtiges Detail, das Sie im Auge behalten, denn die Zahlen ändern sich jedes Jahr. Was Sie hier sehen, ist eine Prognose für 2026 mit einem regelmäßigen Mindestbruttogehalt von 50.700 Euro. Es ist unbedingt erforderlich, den Beamten zu überprüfen. Genaue Zahlen gibt es auf dem Deutschland-Portal für das Jahr, in dem Sie sich bewerben. Aber das gibt Ihnen einen wirklich klaren Maßstab. Und hier ist eine super wichtige Ausnahme. Wenn Sie in einem sogenannten Mangelberuf tätig sind, denken Sie an IT-Ingenieur oder Gesundheitsberufe. Diese Gehaltsschwelle sinkt stark. Basierend auf derselben Prognose für 290 sind knapp 46.000 Euro. Und diese geringere Anforderung gilt auch, wenn Sie Ihr Studium innerhalb der letzten 3 Jahre abgeschlossen haben. Die wichtigste Erkenntnis hier ist, dass Deutschland macht es den Menschen aktiv leichter, in stark nachgefragten Bereichen, um sie in Bewegung zu bringen. Also gut, Sie haben also Ihr Visum herausgefunden und Sie wissen, dass Sie die Anforderungen erfüllen. Eindrucksvoll. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Die Bewerbungsreise selbst. Wir reden davon, Ihren ganzen Papierkram zu sammeln, um den wichtigen Stempel in Ihrem Reisepass zu bekommen. Das Ganze gliedert sich eigentlich in 5 klare Schritte. Zuerst überprüfen Sie noch einmal alle Anforderungen. Lassen Sie Ihre Qualifikationen offiziell anerkennen und halten Sie das unterschriebene Stellenangebot bereit. Zweitens, reichen Sie Ihre Bewerbung online ein. Drittens, vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin
in der deutschen Botschaft. Viertens, sobald Sie das Einreisevisum erhalten, Sie können nach Deutschland reisen. Und schließlich, nachdem Sie angekommen sind, Sie beantragen die vollständige Aufenthaltserlaubnis. Es ist sicher ein Marathon, kein Sprint, aber jeder Schritt ist völlig machbar. Hören Sie jetzt zu, denn hier stolpern viele Menschen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung sind oft nur einfache Fehler. Unvollständige Unterlagen sind die Nummer 1. Erstellen Sie einfach eine Checkliste und kreuzen Sie jeden einzelnen Punkt an. Ein weiteres großes Problem ist die Beantragung des falschen Visumtyps. Nutzen Sie zur Sicherheit die offiziellen Websites. Unterschätzen Sie nicht das Timing. Sie möchten sich 3 bis 6 Monate im Voraus bewerben. Und das ist so wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Krankenversicherung gültig ist. Vom ersten Tag in Deutschland. Und bitte aus Liebe zu allem, was heilig ist. Überprüfen Sie Ihr Bewerbungsformular noch einmal oder sogar auf eventuelle Fehler, bevor Sie auf Senden klicken. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Du bist in Deutschland gelandet, aber die Reise ist noch nicht ganz zu Ende. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre ersten Begegnungen zu meistern mit der legendären deutschen Bürokratie. Aber keine Sorge, wir sind für Sie da. Okay, dieses Zitat über die Ausländerbehörde oder Ausländerbehörde könnte ein wenig einschüchternd klingen, aber es unterstreicht wirklich eine wichtige Realität. Sie müssen proaktiv sein. Es kann schwierig sein, einen Termin zu bekommen, aber wenn Sie die richtigen Schritte kennen, werden Sie von der Notwendigkeit, sich vor Tagesanbruch in eine Schlange einreihen. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, warum Vorbereitung wichtig ist. Alles, was müssen Sie also in den ersten 2 Wochen tun? Nun, es gibt 3 Dinge, die absolut nicht verhandelbar sind. Zunächst müssen Sie unbedingt Ihre Adresse registrieren. Man nennt es Anmeldung. Innerhalb von 14 Tagen nach Einzug. Dies ist der Schlüssel, der alles andere aufschließt. Zweitens nutzen Sie sofort das Online-Kontaktformular, um den Termin für Ihren Aufenthaltstitel ins Rollen zu bringen. Und drittens, eröffnen Sie ein deutsches Bankkonto. So können Sie bezahlt werden und Ihr Geld verwalten. Wissen Sie, da Termine eine Weile dauern können. Sie werden wahrscheinlich auf dieses Ding stoßen, nennt sich eine Fiktionsbescheinigung. Dieses seltsam klingende Dokument ist im Grunde ein vorläufiges Zertifikat, das als rechtliche Brücke dient. Es beweist Ihr Recht, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, ist weiterhin gültig, solange Sie auf Ihre Genehmigung warten. Bearbeitet werden, auch wenn Ihr Einreisevisum abläuft. Es ist Ihr wesentlicher Beweis dafür, dass Sie legal sind. Also behandle es wie Gold. Sie haben sich also eingelebt, Sie arbeiten und es gefällt Ihnen. Was kommt als nächstes? Nun ja, für viele Menschen das ultimative Ziel sichert eine langfristige Zukunft. Sprechen wir also über den Weg zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Deutschland bietet im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Sie haben die nationale Niederlassungserlaubnis, was, wie Sie sehen, oft viel schneller zu bekommen ist, aber es beschränkt einen ziemlich auf Deutschland. Dagegen dauert die EU-Dauererlaubnis länger, bietet Ihnen aber eine Menge Mobilität innerhalb der EU. Die beste Wahl für Sie hängt wirklich nur davon ab, ob Ihre zukünftigen Ziele auf Deutschland ausgerichtet sind oder die größere Europäische Union. Und hier zeigt die Blaue Karte EU ihre wahre Stärke. Wenn Sie eine haben, können Sie eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Wir sprechen von einem dauerhaften Status in nur 21 Monaten, sofern Sie Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachweisen können. Das ist ein wahnsinnig schneller Weg zur langfristigen Sicherheit in Deutschland. Und es ist ein gewaltiger Anreiz, so früh wie möglich mit dem Erlernen der Sprache zu beginnen. Wir haben eine Menge Boden abgedeckt. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal alle diese Informationen zusammenfassen, in eine abschließende, umsetzbare Checkliste umwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Reise so reibungslos wie möglich verläuft. Okay, um sicherzustellen, dass Sie Erfolg haben, denken Sie an diese wichtigen Dinge. Benutzen Sie immer offizielle Regierungsquellen. Lassen Sie Ihre Qualifikationen frühzeitig anerkennen
anerkennen. Gehen Sie mit Ihren Unterlagen absolut sorgfältig um. Handeln Sie bei diesen Terminen schnell und fangen Sie jetzt an, Deutsch zu lernen. Es ermöglicht lediglich einen einfacheren Prozess und ein schnellerer Weg, langfristig zu bleiben. Und wissen Sie was? Wenn es kompliziert wird, seien Sie kein Held. Zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schauen Sie, der Weg ist klar, die Chancen sind definitiv da. Und Deutschland sucht aktiv nach Fachkräften. Genau wie du. Der Prozess erfordert viel Liebe zum Detail, aber mit der richtigen Vorbereitung ist es durchaus machbar. Eigentlich bleibt also nur noch die Frage: Bist du bereit, es in Deutschland zu schaffen?